Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comac. Heute mal nicht bei mir zu Hause in der Stadt, sondern etwas außerhalb auf dem platten Land. Mitten umgeben von Feldern, Wiesen und Wäldern befindet sich hier ein Haus mit Wintergarten, welches im Winter bisher mit einer Elektroheizung geheizt worden ist. Das geht natürlich ins Geld, denn so eine Elektroheizung zieht richtig Strom und hat diesen Raum nicht wirklich ausgeheizt. Aus dem Grund werden wir hier umbauen und das Ganze zukünftig mit einer Dieselstandheizung beheizen. Und zwar dieser hier, der H-Calorie HBH2 Handheizung. Dieses Modell hat viele Besonderheiten, nämlich ein verlängerbares Display, 8 kW Leistung, extrem sparsam, 28% weniger Verbrauch als das Vorgängermodell. Und ob sich das für euch wirklich rechnet, ob es sein Geld wert ist, dem gehe ich in diesem Video auf den Grund, indem wir dieses Teil fix dort hinten an der Wand montieren, um hier zukünftig den Wintergarten effektiver nutzen zu können. Dich interessiert das Ganze? Dann bleib auf jeden Fall dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Das ist sie, die mobile Dieselheizung, klein und kompakt und auch relativ einfach. Ein 5 Liter Kanister ist direkt eingebaut, an der Seite habt ihr eine Anzeige, wie viel Diesel noch enthalten ist. Übrigens könnt ihr das Ding natürlich auch mit Heizöl betreiben, sofern ihr es fest installiert habt. Auf der Vorderseite, wie bei Dieselheizung übrig, der Luftauslass. Ihr habt ein LCD-Display, welches mit erstmal fest montiert ist, aber es gibt ein Verlängerungskabel direkt mit dazu. Über einen Steckkontakt hier drunter kurz abschrauben, könnt ihr diese Heizung auch einfach außen montieren und das Display mit der Heizungssteuerung, mit der Temperatursteuerung und allen Funktionen, die es hier gibt, inklusive Vorwärmphase, könnt ihr innen montieren. Das finde ich wirklich klasse, weil diese Kabel musste ich in der Vergangenheit immer aufschneiden, neu zusammenschweißen, zusammenlöten, damit ich hier eine Verlängerung basteln konnte. Das gibt es diesmal mit dazu. Auf der Rückseite der Heizung seht ihr den Lufteingang. Ihr seht Anschlüsse für Plus- und Minuspol. Das Teil läuft natürlich mit Gleichstrom. Und das Schöne hier, es gibt direkt einen Stromadapter mit dazu. In dem Fall haben wir jetzt hier einen Schuko-Stecker, ein Trafo, ein Transformator, Netzteil und den Stecker, der dann einfach an die Heizung eingesteckt werden kann. Das Teil hat natürlich genügend Leistung, um die Zündkerze hier drinnen zum Startbeginn ordentlich mit Strom zu versorgen. Im Zubehör gibt es natürlich noch ein bisschen mehr mit dazu. Ihr habt einen kurzen Schlauch, ein 60er müsste das sein, für das Abgas. Es gibt einen Auspuff mit dazu und schaut mal, einen Abgaswinkel. Habe ich bisher auch noch nicht gesehen, nur diese kleinen Blechwinkel. Hier könnt ihr direkt den Abgaswinkel montieren, die Verlängerung dran machen, finde ich schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Und natürlich gibt es auch noch den Luftfilter mit dazu für die Ansaugluft, jede Menge Schrauben und Dübel, Muttern. Und damit die warme Luft auch den richtigen Weg findet, gibt es diesen Anschlussschlauch vorne drauf gemacht, könnt ihr den Schlauch verlängern und entsprechend in die Richtung rauswerfen, die warme Luft, wo ihr das möchtet. Mit dem Diffusor vorne dran, mit diesem Verteiler kann man das Ganze natürlich auch noch individuell einstellen. Das zur Theorie, das zum Gerät. Das ist aber noch nicht alles, ich sehe es gerade hier. Es gibt natürlich noch eine Fernbedienung mit dazu. Über Bluetooth könnt ihr das Gerät einschalten, ausschalten, wärmer machen, kälter machen, einfach über einen Schlüssel Fernbedienung anklemmen, dann könnt ihr aus der Entfernung das Gerät steuern und es gibt eine App-Steuerung. Das bedeutet, ihr könnt das Gerät programmieren und könnt einstellen, wann ihr nach Hause kommt, wann die Bude warm sein soll. Das Gerät arbeitet automatisch. Über die App könnt ihr übrigens auch die Höheneinstellung machen. Lebt ihr weit oben auf dem Berg, ist der Sauerstoffgehalt natürlich ganz anders, als wenn ihr unten im Tal lebt. Dementsprechend könnt ihr die Höhen anpassen. Die Luftverbrennung der Dieselverbrennung passt sich automatisch an, so dass ihr immer die optimale Verbrennung habt. Und H-Calorie verspricht in dem Zusammenhang 28% weniger Treibstoffverbrauch als beim Vorgängermodell. Tja, jede Menge Aussagen, jede Menge Theorie, die dieses Gerät mitbringt. Ich werde das Gerät mit meinem Papa zusammen hier hinten in der Ecke einbauen. Wir werden das Gerät innen einbauen. Wir werden für das Abgas ein Loch durch die dicke Wand durchbohren, Abgasschlauch nach draußen verlegen. Das Gerät selber wird innen montiert und bei Bedarf können wir dann diesen Vorraum hier einfach aufheizen und im Winter, wenn es draußen eisig kalt ist, kann man sich dennoch hier noch gemütlich hinsetzen und einfach loslegen. Starten wir einfach. Kommt mit!
Hier hinten in der Ecke soll die Heizung nun montiert werden. Klein und mobil wie sie ist, kann die Heizung einfach auf ein Brett draufgestellt werden und ja, hier einfach ein Loch durch für den Auspuff nach unten weg und ab durch die Wand. Die Heizung hat spezielle Füße, um sie nochmal hochzustellen. Die Füße sind im Lieferumfang inklusive und werden hier einfach noch mit montiert. Und ihr seht es, auf der Unterseite habt ihr auch die Anschlüsse für den Auspuff bzw. für die Frischluft. Die Halterung bzw. dieses Gehäuse sieht an der Seite sogar einen richtigen Ausgang vor. Die Abgasleitung kommt hier um die Ecke mit diesem Winkel und hier an der Seite raus. Ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Insbesondere auch für die, die das Teil vielleicht nicht irgendwo versteckt anbringen, sondern gut sichtbar anbringen müssen. Da kann man doch ein bisschen den Abgasschlauch verstecken. Insgesamt muss ich auch sagen, gefällt mir die Verarbeitung sehr, sehr gut. Das Ganze wackelt nicht, da klappert nichts, ist alles fest montiert. Als allererstes werden zwei Winkel hier an der Wand montiert. Da kommt dann das Brett drauf, um die Heizung auf diesem Brett wiederum drauf zu verschrauben. Das Gerät ist knapp 2 Kilo leichter als der Vorgänger, ist aus Aluminium gefertigt. Das merkt man auch. Ihr seht, das Teil ist wirklich nicht schwer. Und selbst wenn ich den 5-Liter-Kanister vollfülle, nochmal 5 Kilo drauf, das Teil bleibt mobil. Ihr könnt es einfach mitnehmen, wenn ihr beim Campen seid oder im Wohnmobil unterwegs seid, dann das Teil einfach mit einpacken und die kalten Jahreszeit etwas erwärmt verbringen. Die Konsolen, die haben wir an der Wand befestigt und das Brett erstmal nur draufgelegt. Denn wir müssen erstmal feststellen, wo genau die Öffnung für das Abgas durch die Wand gehen soll. Und dafür muss ich natürlich den Abgasschlauch erst einmal hier an der Heizung montieren. An der Unterseite, habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, gibt es die beiden Öffnungen. Einmal für die Frischluft, wo die Verbrennungsluft angesaugt wird, und auf der anderen Seite die Abgase wieder hinausgeblasen werden über den Abgasschlauch. Dazu habt ihr noch diesen kleinen grünen Schlauch. Das ist der Kraftstoffschlauch, der vom Tank über die Pumpe in die Heizung, in diesen Dieselheizer hineingeblasen wird bzw. hineingeströmt wird. Und nun muss ich den Abgasbereich, also das ist ja hier schön ausgestampft, mit diesem Winkel hier befestigen. Das Ganze könnte ich jetzt einfach draufsetzen und mit der zugelieferten Schelle hier befestigen, wäre das ganze Teil schon fertig. Allerdings muss ich dazu sagen, diese Heizung wird ja nicht im Außenbereich betrieben, sondern im Innenbereich. Und da reden wir über das Thema Sicherheit. Ich habe hier bereits liegen ein Kohlenmonoxidmesser, der in der Nähe der Heizung aufgestellt wird. Macht auf jeden Fall Sinn, denn ihr wisst ja, wenn man zu lange mit Kohlenmonoxid spielt, dann wird man müde, schläft ein und wacht einfach nicht mehr auf. Aus dem Grunde muss ich natürlich dafür sorgen, dass die ganzen Anschlüsse wirklich hundertprozentig dicht sind, und dazu setze ich wieder meine Auspuffmontagepaste ein. Bedeutet, dass ich hier diesen Bereich außenrum schön mit dieser Paste einschmieren werde. Anschließend kommt der Winkel drauf und dann kann das Rohr hier über die beiden vorgefertigten Löcher verschraubt werden. Sobald das fertig ist, kommt dann hier an diese Öffnung der Wo ist er? Hier ist er. Schlauch montiert. Im 60 cm Original wird man hier sogar schon durch die Wand hindurchkommen. Der wird hier übergeschoben, mit einer Schelle befestigt. Hier natürlich auch Auspuffmontagepaste dazwischen. Diese Schläuche gibt es aber auch in anderen Längen, bis 3 Meter am Stück könnt ihr dort verwenden. Die Kurven und Ecken könnt ihr behutsam selber biegen, aber die gibt es natürlich auch vorgefertigt als 90 Grad Winkel. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr das ganze Zubehör und dergleichen bekommen könnt, schaut mal unter das Video in die Beschreibung. Dort verlinke ich euch meine Quellen, wo ich das ganze Zeug hergeholt habe. Übrigens, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und den Abgasschlauch wirklich gut dämmen wollt, denn das Teil wird richtig heiß, knapp 100 Grad sollten da hier durchaus möglich sein, gibt es auch sogenannte Hitzeschutzschläuche. Die stülpt ihr einfach rüber. Ich weiß nicht, ob das hier noch Asbest ist oder was das für ein Material ist. Und damit werden diese Abgasschläuche sehr, sehr gut gedämmt, dass ihr auch in Bereichen durchkommt, die gegebenenfalls feuerempfindlich bzw. hitzeempfindlich sind. Bei der Montage der Auspuffpaste achtet bitte darauf, dass in die Öffnung selber kein Dreck, kein Schmutz hineinkommt. Auch beim Aufschieben später darf hier nichts passieren, denn dieses Zeug verklumpt dann, wird richtig fest. Und wenn der Abgasweg verstopft ist, merkt ihr das dann, dass die Heizung im besten Fall überhaupt nicht funktioniert.
Im schlimmsten Fall qualmt sie einfach nur wie verrückt, sie dubbelt, weil die Abgase nicht ordentlich abgeführt werden können. Deswegen lieber etwas weiter hinten, außenrum schön dick auftragen. Sobald die Heizung läuft, der Abgasbereich hier richtig heiß wird, brennt sich diese Paste ein, die wird dann richtig hart. So. Dann ist der Abgaswinkel fest und sicher montiert. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass diese vorgebohrten Löcher nicht nur einfach in das Metall hinein gebohrt worden sind und dann mit einer normalen Schraube nachgezogen wird. Das Ganze wäre nur ein-, zweimal möglich, dann ist das Loch ja ausgelutscht, sondern hier sind tatsächlich richtige Gewinde eingefräst worden, dass man mit den Schrauben mehrfach rein und raus kann. Eine weitere Sache, die ich euch zeigen möchte, sind die Füße, die es zur Heizung dazu gibt. Denn durch den Abgasbereich, durch dieses Rohr, kann ich die Heizung ja nicht mehr bündig auf den Boden stellen. Deswegen gibt es 4 dieser Füße mit dazu, die entsprechend dann hier ebenfalls montiert werden und die Heizung nach oben heben. Die Füße haben wiederum Löcher, so dass die Heizung auch mit dem Brett bzw. da, wo auch immer ihr das montiert, fest verbunden werden kann. Bedeutet, wenn mal jemand dagegen stößt, muss man keine Angst haben, dass die Heizung runterfällt, der Diesel ausläuft und die ganze Bude dann auf Jahrzehnte hinaus stinkt. Denn das muss euch auch klar sein, wenn ihr den Diesel hier einfüllt, nehmt einen Trichter, kleckert nicht. Diesel hat die schöne Angewohnheit, ewig lang zu stinken. Wir haben uns die Heizung schon mal auf das Brett gestellt, so wie das Ganze später mal werden soll. Und an der Stelle ein wichtiger Hinweis. Der Auspuff ist ja für diese Seite vorbelegt. Hier vorne ist der Ausgang der Warmluft, hier vorne ist das Steuergerät. Das Steuergerät könnt ihr ja über das Verlängerungskabel auch einfach woanders hinhängen. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn wir unsere Heizung andersrum platzieren hätten können, dass der Auspuff auf der anderen Seite hinausgeht. Allerdings wäre dann nicht genügend Platz gewesen, um das Warmluftrohr hier hinten herumzuführen. Auch das Stromkabel wäre dann an der sichtbaren Vorderfront. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, hier vorne einen Winkel zu montieren. Das sind diese fertigen Winkel, der kommt dann hier drauf. Mit Montagepaste wird das Ganze abgedichtet. Dann gehen wir hier durch das Holz durch. Durch das Holz deswegen durch, damit hier außenrum kein Bogen entsteht, an dem man sich stoßen kann, an dem man sich verbrennen kann. Und unter dem Holz geht dann das Auspuff, das Abgasrohr hier durch die Wand durch. Hier werden wir jetzt einen Durchbruch machen, um dieses 25er Rohr durch die Wand nach außen zu führen. Dort wird es dann befestigt, kommt der Auspuff ran, dass die Abgase sicher in die Außenwelt hinausgelassen werden können. Der Stromanschluss kommt dann hier auf die andere Seite, wird dann hier auch noch ein kleiner Durchbruch gemacht, damit das Kabel direkt in die unterliegende Steckdose eingeschraubt werden kann. Und dann ist das Teil schon fertig, kann einen Probelauf machen, und mal schauen, ob es den Raum hier tatsächlich richtig warm bekommt. Wir sind fertig. Die H-Calorie HBH2 Dieselheizung ist fix an der Wand montiert. Das Brett ist mit der Konsole fest verschraubt. Der Auspuff ist unten durch das Loch hinausgeführt. Ich stecke jetzt einfach nur noch den Stecker hinein und das Gerät hat nun Strom, kann loslegen. Der Dieseltank ist aufgefüllt über die Oberseite. Ich könnte allerdings auch unten auf der Unterseite den bestehenden Dieselschlauch abmachen, könnte den Schlauch durch das Brett nach unten weiterführen und hier unten einfach einen Kanister hinbauen. Das habe ich ja schon mehrfach gemacht. Über einen Entnehmer, Tankentnehmer, kann ich ja hier einen richtig großen Tank ansetzen und muss nicht unbequem hier oben immer auffüllen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das bei den anderen Heizungen gemacht habe, schaut mal oben rechts in die Ecke, da verlinke ich euch die anderen Videos. Ich werde die Heizung jetzt einschalten, indem ich lange auf On klicke und ihr seht, das Menü schön in Farbe läuft an, der Lüfter läuft hoch, die Pumpe wird in wenigen Sekunden anfangen zu klackern und den Kraftstoff aus dem Tank heraus in die Verbrennungskammer hineinpumpen und dann sollte auf Stufe 4 schon mal ordentlich Wärme hier rauskommen.
H-Calorie bietet eine eigene App für die hauseigenen Dieselheizungen. Hier könnt ihr mehrere Heizungen miteinander verknüpfen. Über Bluetooth ist das gar kein Problem. In den Einstellungen könnt ihr gar nicht viel tun, außer dem Passwort festlegen und eben umzuschalten zwischen Grad Celsius, Grad Fahrenheit bzw. Fuß und Metern für die Höhenangaben. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, noch eure Sprache auszusuchen und die Handbücher, Benutzerhilfe und dergleichen ist ebenfalls direkt in der App integriert. Zur Nutzung der Heizung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr seht hier, ich habe 20 Grad als Zieltemperatur eingestellt und unten ist rot markiert der automatische Start-Stopp. Das bedeutet, dass die Temperatur auf 20 Grad gehalten wird. Fällt sie darunter, springt die Heizung automatisch an und heizt wieder. Liegt sie darüber, die Raumtemperatur, dann schaltet sich die Heizung in den Standby ab. Unter der Zieltemperatur findet ihr noch einige Daten von der Spannung bis zur aktuellen Raumtemperatur. Den automatischen Start-Stopp kann ich natürlich auch herausnehmen und die Heizung manuell betreiben. Hier kann ich entweder nur lüften, also den Lüfterbetrieb nutzen, oder ich schalte auf Heizen, bestätige die Anfrage und kann hier über Plus und Minus die Heiztemperatur einschalten. Die HBH2 Dieselstandheizung, die haben wir installiert und eine ganze Weile laufen lassen. Meine Tests werden noch länger gehen, aber ein kleines Zwischenfazit kann ich an der Stelle schon geben. Der Raum hier wird doch angenehm erwärmt. Innerhalb von einer Stunde haben wir hier locker 2-3 Grad Celsius zusätzlich an Raumtemperatur gewinnen können und das auf der Stufe 2 von insgesamt 6. Die Steuerung über die App ist denkbar einfach und was mich ganz besonders fasziniert und was diese Heizung auch von meinen anderen Dieselheizungen abhebt, ist die Möglichkeit über den automatischen Start-Stopp hier einfach eine Zieltemperatur vorzugeben und die Heizung läuft eben kontinuierlich durch. Wenn die Heiztemperatur erreicht ist, schaltet sie komplett ab, läuft im Hintergrund nur im Standby weiter und wenn die Temperatur zu weit fällt, schaltet sie selbstständig wieder ein und heizt weiter. Das spart natürlich enorm an Dieselkraftstoff, denn meine anderen Heizungen, die sind dann einfach auf Stufe 1 runtergegangen, sind im kleinen Takt durchgelaufen, aber sie haben sich nicht komplett abgeschalten. Das finde ich schon mal eine sehr, sehr schöne Sache und auch die Steuerung insgesamt in der App, muss ich sagen, ist sehr, sehr übersichtlich. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid, passt das alles wunderbar, im Freien passt das wunderbar. Einen kleinen Nachteil habe ich im Innenbereich durchaus festmachen können und zwar die Lautstärke. Nicht nur die Dieselpumpe, sondern auch die Lüftungsgeräusche, die sind wahrnehmbar. Ab Stufe 3 wird es schon ein bisschen schwieriger, sich hier aufzuhalten und normal zu unterhalten. Dann macht das Ding wirklich zu viel Krach, zu viel Lärm. Das ist nicht mehr angenehm. Dann müsste man es runter regeln. Aber eine Hauptaufgabe dieser Heizung wird ja nicht nur die grundsätzliche Aufheizung dieses Raumes hier sein, sondern sie soll auch dafür sorgen, dass die Blumen und Pflanzen, die im Winter hier eingestellt werden, damit sie draußen nicht kaputt gehen bei tiefen Temperaturen, dass die eine angenehme Wärme haben und unterm Strich die Heizkosten nicht durch die Decke gehen. Denn diese Heizung läuft natürlich auch mit Diesel. Alternativ kann hier aber auch Heizöl verwendet werden, denn sie ist fest verbaut und vom Preis her macht das durchaus einen Unterschied. Und wenn ich dann hier einfach den Tankschlauch nach unten wegziehe, könnte ich theoretisch die großen Heizöltanks, die es hier im Haus gibt, direkt anschließen und damit diese Pumpe betreiben. Nun ja, wie ist eure Meinung zu diesem Projekt? Wie ist eure Meinung zur HBH2 H-Calorie Dieselheizung? Ist ein tolles Teil, wie ich jetzt finde, ist mobil, kann man überall mitnehmen und vor allen Dingen die Verarbeitung gefällt mir sehr, sehr gut, also ordentliche Qualität. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was könnt ihr mir mit auf den Weg geben? Welche Fragen habt ihr? Schreibt mir einfach mal unter das Video einen Kommentar. Unter dem Video findet ihr auch den Promo-Link für dieses Gerät. Schaut mal einfach nach, dann bekommt ihr noch ein paar Rabattpunkte bzw. ein paar Prozente Rabatt, wenn ihr euch so ein Teil kaufen wollt. Alles unter dem Video beschrieben. Ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Kommentare und natürlich auch das Like für mein Video. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.